Willkommen zu Frequent Trader TV, heute wieder mit einer frisch gepressten Sendung für euch. Und ihr denkt, wer ist der dicke Mann auf dem Sofa? Das bin ich. Den anderen, den kennt ihr aber auch, weil wenn ihr Lars sagt, sagen zwei Leute. Ja, hallo. Richtig. Ja, stell dich einfach mal vor, damit die Leute wissen, mit wem sie zu tun haben. Ja, danke Lars. Lars, gerne Lars. Immer gerne. Lars, freut mich, dich zu sehen, Lars. Mein Name ist Lars Kienitz. Bin mal wieder in den Lars reingelaufen, wie es manchmal auch so ist. Und da haben wir uns gedacht, komm, wir setzen uns mal ein bisschen zusammen, quatschen, wie es auch manchmal so passiert. Der eine große Lars, der andere, der kleine Lars. Der so einen kleinen Blog vielleicht noch hat, Last Man Boarding, Werbung, ist das erlaubt? Ja, weil das ist ja im Prinzip, war das ja der Sinn und Zweck, du hast mir die 50 Euro gegeben. Richtig, gut, haben wir sie investiert. Genau, war ein kleiner Blog und ich dachte, ich kann noch ein bisschen was vom großen Laster auch lernen und wir ergänzen uns da sehr gut und ja, so kamen wir dazu, dass wir uns hier so eine Couch genommen haben und dachten, ja gut, jetzt geht's mal los. Ja, also im Prinzip genommen ist das richtige Wort, weil irgendwie war das Zimmer ja vorher etwas anders arrangiert. Mit Sonne, ohne Sonne, ihr kennt das Spektakel ja. Ich kämpfe mit der Sonne morgens um diese Uhrzeit, das ist erst 9:45. Egal wann man morgens hier aufnimmt, ist die Sonne halt hier einem Brennen. Ich schwitze mir hier auch schon einen ab, weil ich hier Möbelpacker war. Wir haben am Frühstückstisch gesessen, nachdem wir gestern Abend uns in der Lounge spontan getroffen haben, haben gesagt, komm, lass uns was aufnehmen. Hast du ein Thema? Ja, also ich habe viele Themen. Dann habe ich gesagt, ach, interessiert mich eigentlich gar nicht, welches Thema wir haben. Wir gehen einfach in die Sendung rein und machen was und machen einfach ein neues Konzept. Wir haben auch keinen Namen. Ihr könnt also unten richtig schön, nachdem ihr den Kanal nicht nur abonniert, die Glocke angemacht habt und geliked habt, könnt ihr auch unten vorschlagen, wie wir dieses Format nennen. Lars und Lars, Lala. Lala ist auch geil, ne? Lala. So wie Lalaland. Lalaland, oh ja. Aber warte, den gibt es schon irgendwo. Ha? Ist Hollywood, ist Lalaland. Dann ist das gut. Ja, Lalaland, also, oder Lala Talk. Lala Talk. Nicht schlecht, müssen wir überlegen. Oder ihr überlegt und gebt uns da einen Hinweis, was euch am liebsten ist. Aber wir sollten den Leuten mal ein bisschen so von dir erzählen, damit sie wissen, mit wem sie es zu tun haben, damit sie nicht denken, ich habe hier irgendjemand auf der Straße aufgegabelt und dich dann quasi adoptiert oder du hast mich adoptiert und hast gesagt, okay, was qualifiziert dich zu diesem Reisethema überhaupt abzuleichen? Weil ich habe ja so lange schon gelabert, die Leute sagen, okay, ob der qualifiziert ist oder nicht, das interessiert mich nicht mehr, der ist einfach da. Geschaltet jetzt wahrscheinlich, ja. Ich glaube, wie viele andere auch, irgendwann habe ich mal so einen Travel-Bug quasi, hat mich da so erfasst und dann fing das an, wie bei so vielen, man macht nur eine normale Reise, man macht die zweite Reise. Und dann fing es bei mir aber auch ein bisschen an, Mensch, komm, jetzt war ich doch in so vielen Hotels, in doch einigen Lounges, hab doch die eine oder andere Meile auf meinem Hintern abgesessen und mache da wahnsinnig viele Fotos drüber und schreibe jetzt auch was darüber, was mir so aufgefallen ist, was ich toll finde, was ich weniger schön finde. Und habe das jetzt in den letzten Jahren, ja, schon ein bisschen arg, nicht übertrieben, das wäre jetzt falsch gesagt, etwas exzessiver betrieben, sagen wir es mal so. Und da eben ist auch der Blog irgendwie bei mir entstanden und da kann ich jetzt mittlerweile auch sagen, ja, mit dem einen Status hier oder da, ich kann da so ein bisschen mitreden bei den großen Jungs. Ja, aber jetzt ist es ja Butter bei den Fische, Open Kimono. Welchen Status hast du, beziehungsweise welche Status hast du, denn es ist ja U-Deklination und ihr kommt nicht auf die Idee, egal welche Kamera ich gucke, mit Statusi, das ist für Frauen, Männer sind Status. Eine Stati? Nee, das war das andere, was verboten ist, der U-Deklination. Hast du Latein überhaupt mal gehabt? Ja, Latinum, groß. Latrinum hast du gehabt? Ja, auf jeden Fall. Gab es das noch in NRW? Natürlich, mein Freund. Welches Jahr war das denn? 98. Ich sage immer ganz bekloppt, ich wäre der letzte Jahr gewesen, der noch das Latrinum gemacht hatte. Sorry. Also das Große, weil ich glaube, das ist damals nur noch das Latinum gewesen. Ja, ich glaube, steht sogar auf dem Zeugnis drauf. Groß oder klein, ja. Oh, okay. Okay, bevor wir jetzt hier in einen schulpsychologischen Talk abgleiten. Das wollten wir wirklich nicht machen. Komm auf Status bitte jetzt zu sprechen. Ja gut, was haben wir da? In der Luft ist es der Hon auf jeden Fall, dem ich da... Wie lange hast du denn? 2,5 Jahre habe ich den. Davor wie jeder andere auch den Senat und dann noch durch den einen oder anderen Match noch
mal über Finnair einen Goldigen gehabt, BA auch mal. Aber irgendwann aufgrund der Reisesachen war es eher Lufthansa-lastig, Swiss-lastig, weil ich aus der Schweiz komme oder jetzt 20 Jahre in der Schweiz schon wohne. Und da bot sich das irgendwann mal anders, ein bisschen zu optimieren. Und die Karte dafür zu haben, Hilton, wer hat die nicht, den Diamond, Marriott, ja, auch da Titanium, ein paar Nächte sind da schon hinter. Lifetime übrigens jetzt auch. Weißt du, was mir gerade auffällt? Die fucking Klimaanlage ist an, ich muss die ausschalten, sonst haben wir so ein Grundrauschen. Oh Mann. Ach, mal mit Profis hier arbeiten. So ist aus, ich bin wieder da. Ups, fall hier über die Lampe. Schneiden wir nicht raus. Arbeitsunfall. Mann. Wir schneiden hier gar nichts raus. Nichts stimmt, okay. Ihr könnt unten kommentieren, ob ihr solche Sachen rausgeschnitten haben wollt oder ob ihr sagt, wenn ihr schon Scheiße labert, dann könnt ihr auch, wenn ihr wirklich Kabel stolpert, drin lassen. Entschuldigung. Ja. Also Horn haben wir abgehakt, wir haben Finnair Gold abgehakt, dann BA, was hast du da? War es Gold? Oder? Einmal Gold und Silber und dann konsequenterweise ja auch Bronze abgearbeitet. Ja, auf den Weg da unten. Also eigentlich schon ganz gut unterwegs, würde ich sagen. Und hotelleriemäßig, was ist da so deine Marke? Sonst war ich echt mehr so der Marriott-Fanboy. Man will es gar nicht glauben. Je nachdem, wo man ist, hatte ich da sicherlich das eine oder andere Mal ein bisschen mehr Glück. Und jetzt die letzten Jahre immer den Diamond gehabt über Hilton. Auch nett. Auch, da wo wir uns jetzt gerade sehen, ist ja auch eins dieser Hotels. Nett hier. Ich finde das Hotel top, also ich muss ganz ehrlich sagen, vom Preis-Leistungs-Verhältnis her, mit dem Spa, mit dem Frühstück, mit der Lounge, mit allem Schnickschnack ist das Hilton hier vom Preis-Leistungs-Verhältnis in Europa sehr, sehr schwierig zu toppen. Ja. Besorgt. Oh, ich bin hier am Kopieren jetzt, das ist unglaublich, ne? Da fangen wir auch noch hier an, als ob ich muss meinen Fuß dann nochmal so, was geht gar nicht, ich bin zu lang. Nee, machen wir auch nicht. Nicht. Oh Gott, ich sag mal. Unglaublich psychologisch war das schon falsch, was ich hier mache. Aber auch. Wo sind wir stehen geblieben? Genau, also. Sonntagmorgen, 10 Uhr gleich. Stimmt. Jetzt muss es bei ein bisschen. Nein, aber Hilton, Marriott, je nachdem, wo du bist, glaube ich, haben die ein oder anderen Häuser den gewissen Vorteil. Oder die Nähe zum Flughafen oder die Nähe zur Destination, was du noch nachher anschauen willst. Und dann ist man da relativ gut unterwegs, finde ich. Dann lass uns doch als erstes Thema einfach abarbeiten. Marriott. Ich war Starwood-Fan. Dann sind sie ja von Marriott aufgekauft worden 2016. Ich muss mir auf die Nase drücken, damit das Gehirn arbeitet. Und die Nase kitzelt, ich habe mich irgendwie erkältet, ich weiß auch nicht. Ich muss so niesen. Ist gemein. Starwood, SPG, jeder trauert der Marke wahrscheinlich am meisten nach. Weil meiner Meinung nach durch den Merger, den sie damals gemacht haben, ist nicht alles ganz so schöner, besser geworden. Ich glaube, SPG war einfach konstanter, angefangen von Aktionen, lustigerweise. Faster Free Nights. Ja, die gab es einfach an der Nase lang. Und wirklich attraktive Aktionen, muss ich sagen. Und Lounges. Wenn du eine fucking Lounge hattest im Hotel, du hattest als Platinum immer Zugang. Es gab da keine Diskussion, es gab da kein in irgendeiner Art und Weise geartetes Thema, wo die sagten, nee, kommst nicht rein. Ja, oder wir nennen das auch nicht mal Lounge, wir nennen es jetzt Club. Ritz-Carlton. Ritz-Carlton zum Beispiel. Dafür können wir da einfach nochmal richtig doll Geld mitmachen. Amerikanische Kreditkarte kann ich in dieser Sache nur empfehlen. Die Ritz-Carlton-Kreditkarte gibt euch 3 Voucher zu Ritz-Carlton ab 5 Tage, ab 2 Nächte. Heißt also, wenn man zum Beispiel in Palm Springs im Ritz-Carlton Rancho Mirage übernachtet, kostet es 200, ich weiß gar nicht, wie schreibt man 250 mit Fingern? 250 $250 plus Steuern, ja, das sind irgendwie 10% plus noch irgendwas, Kurtaxe, pro Nacht. Das ist outrageous. Aber wenn man da wirklich 2 Nächte oder mehr ist, dann kann man halt mit dem Voucher die Kreditkarte sich zurückverdienen. Zum Beispiel clever eingesetzt. Ja, clever eingesetzt. Aber jetzt erzähl mir doch einfach mal, du sagtest, du hättest dich ja in Marriott, ich weiß nicht, ob verliebt das richtige Wort war, aber du hattest so ein Glänzen in den Augen. Ich hoffe, ihr habt das auch gesehen und kommentiert unten, ob ihr es auch gesehen habt.
Warum? Wo tut weh, sagt der Arzt? Es sind also eigentlich mehr die Legacy SPG Hotels, wo ich mich immer sehr wohl gefühlt habe. Mittlerweile muss man sagen, ist eben Marriott, ist halt so, macht man das Beste raus. Fairerweise muss ich sagen, jetzt wo ich mit dem auch den Lifetime-Status habe, dann denke ich mir, naja, muss ich jetzt eigentlich wirklich dort jedes Mal übernachten oder nicht? Also als ob man sich da so vom Loyalty-Programm so ein bisschen ins eigene Bein geschossen hat. Jetzt hast du den Status, jetzt bist du einfach wie freier und kannst überlegen, macht Sinn dort oder möchte ich mal was ganz Neues auch ausprobieren, weil wie bei jeder Karte, die erkaufen sich ja dadurch schon ein bisschen seine Loyalität und machen es ja auch nicht so ganz ungeschickt, muss man ja schon sagen. Ja, aber du sagtest jetzt, die Loyalität für dich ist an dem Moment zu Ende, wenn du den Lifetime-Status hast, weil dann sagst du, muss ich da wirklich übernachten. Und geht dann die Jagd für den nächsten Lifetime los, dann sagst du, ach komm, habe ich jetzt abgehakt bei Marriott, ich habe meinen Platin-Lifetime, mein Titanium-Lifetime, jetzt gehe ich auf Hilton-Lifetime, auf Globalist-Lifetime. Also das ist das eine. Das andere ist, obwohl ich bei Hyatt, sage ich jetzt mal, so viel Liebe bekomme, also wirkliche Liebe, in Form von Aufmerksamkeit und Personalisierung, gehe ich doch immer wieder zu Hyatt, weil es für mich, ja, weil ich da einfach mich zu Hause fühle, um es mal ehrlich so zu formulieren in Holland. Es gibt natürlich auch Ausreißer, das muss man der Ehrlichkeit halber sagen. Einige Hotels bei Hyatt sind auch schwierig, muss man ja auch sagen. Aber bei Marriott fand ich, dass es wirklich sowas von inkonsistent war und dass es halt wirklich dann auch von dem Starwood kommend, wo man halt das Top-Level gehabt hat, wo man die Leute kannte in Hotels, weißt du, die sind dann irgendwo mit Marriott durchmischt worden und ich habe auch das Gefühl, dass die dann diesen Marriott-Virus bekommen haben. Da geht es um Shareholder Value und Shareholder Value. We give a fuck about your loyalty. Und das ist halt so das, was mich nervt. Es gibt Ausreißer bei Hotels, aber nenn doch mal einen Namen. Also welches Marriott Hotel gefällt dir so gut, dass du da immer wieder hingehst? Obwohl ich einfach sagen muss, hin und wieder, weil ich eventuell einen oder anderen Flug verpasse, ist sicherlich immer das am Flughafen Frankfurt. So ein gutes Beispiel, Sheraton, Marriott, da gehst du halt hin, ist nah dran, ist praktisch. Ob es persönlich ist? Nee, natürlich nicht. Aber die reden nur ihren Text runter, wenn sie dich empfangen, wenn du Glück hast. Das mit Sicherheit nicht. Santiago, das Ritz-Carlton, hervorragend. Obwohl es kein Marriott ist, also gehört zur Gruppe natürlich. Ritz-Carlton ist eine andere Kategorie, aber Ritz-Carlton ist ja, wenn Gentlemen, or Ladies and Gentlemen serving Ladies and Gentlemen, das ist ja dieser Core Brand Value von dem, the Gold Standard, den die ja selber bei Ritz-Carlton haben. Aber auch das ist mittlerweile weg in meinen Augen, weil diese Ritz-Carlton ist ja auch nur aufgekauft worden von Marriott, das ist ja auch nur, also das ist ja keine von denen Selbstentwicklung. Da finde ich dieses überkandidelt und ich finde auch, dass heutzutage, wenn du Probleme hast, dass diese Probleme je nach Hotel anders gelöst werden. Und du merkst halt auch von einem Hotel zum anderen, obwohl es dieselbe Marke hat, dass es so viele Unterschiede gibt, wie die mit F-Ups umgehen. Und deshalb finde ich es in meinen Augen relativ schwierig, dort das mittlerweile so pauschal zu sagen, wie ich das jetzt tue. Ich mag Hilton nicht, ich mag Hyatt, ich mag Marriott nicht, ich mag Hyatt, ich mag die nicht, ich mag Hyatt, ich mag die anderen auch nicht, aber Hyatt. So Hyatt-Fanboy, kann das sein? Ja, ich bin Fanboy. Schon, ja, es tut mir leid. Die haben mich nie bezahlt. Die sollten das vielleicht mal ändern. Das wäre vielleicht an der Zeit. Ja, ja, die sollten, also eigentlich sollten mir alles kostenlos geben. Ja, so. Aber nicht umsonst, kostenlos. Selbstverständlich. Weil umsonst war für einige die Schule, obwohl sie kostenlos war. Aber ja, deshalb ist so diese Loyalty, ich bin mittlerweile vielleicht, muss ich da aber jetzt einfach, wenn ich so in mich gehe, rausplappen und sagen, vielleicht bin ich doch auch nur wieder ein Opportunitätsarschloch. Heißt also, wenn zum Beispiel Hilton eine Promotion fährt, wie jetzt doppelte Punkte, gehe ich zu Hilton. Wenn kein Hyatt da ist. Also wenn Hyatt da ist, gehe ich zu Hyatt. Siehst du. So. Oder ich gehe zu Marriott, wenn Marriott Promotion ist. Oder wenn ich halt meine fucking Punkte, die ich über meine American Express, Brilliant in den USA und die Freinacht, wenn ich die verballern muss, ja, dann gehe ich da rein. Genau. Aber eben,
Ich denke, da unterscheiden sich die beiden so gewaltig. Marriott hat, glaube ich, am Anfang vom Jahr diese doppelten Nächte-Aktion, auch wiederum nicht, glaube ich, nicht für alle. Nein. Es war keine globale Promotion und das macht eben Hilton schon etwas besser. Nahtlos gibt es dann Promo an Promo an Promo. Die sich aber immer wieder wiederholt, weil jetzt war es die doppelte Promo, dann kommt wieder die mit 2500 Punkten pro Übernachtung. Vorher war es ja die 2500 pro Übernachtung schon mal dieses Jahr. Also das heißt, das ist so im Prinzip, was die machen, sie gehen den IHG-Weg, sie sind halt einfach nichts anderes als ein Couponbook. So. Ja. Und das ist das, was ich schade finde, weil es gibt halt wirklich geile Properties, wie dieses Tallinn oder welches Hilton ich auch geil finde, ist Schwienemünde in Polen. Oh, okay. Warst du da schon mal? Die liefern ab. Es ist geil. Vom Preis her geil. Kannst in Deutschland einkaufen gehen, ist ja direkt an der Grenze. So, und da macht das Sinn, aber das Problem ist halt wirklich, du musst halt von Hotel zu Hotel gucken. Und auch wenn ich zum Beispiel auf meine California-Tours bin, ich gehe immer in dieselben Hotels, aus dem Grund heraus, weil ich da immer gute Erfahrungen habe und weil die wissen, wie sie mit mir umgehen müssen. Also das heißt, da habe ich von meinem, das ist der Grund, warum ich um Star Wars so geliked habe und gemocht habe, weil Star Wars hat einfach personalisiert. Die haben halt zum Beispiel in Gem Notes, also in diesen, also in den Mitteilungen über Gäste, haben zum Beispiel drin gestehen gehabt, Lars trinkt Cola mit Orange. Was haben wir im Hilton hier heute festgestellt? Die bringen mir meine Cola mit Orange. Die haben sie ja auch die Cola da mit Orange mitgebracht. Sehr nette Geste übrigens. So, ja. Also das heißt, dass man sich die Hotels erzieht. Aber bei Starwood war es so, ich habe Starwood erzogen und alle Hotels haben so ein bisschen funktioniert. Hier ist es so, ich muss jedes Hotel selber erziehen. Ja. Ja, das ist tatsächlich so. Was soll man zu sagen? Nervig. Schade. Wollen wir eine Frage des Tages dazu machen? Erzieht ihr eure Hotels oder erziehen die Hotels euch? Ich muss mir das jetzt merken, welche Frage des Tages, damit das im Text ist. Aber es ist eine sehr gute Frage. Ja, es ist halt sehr impromptu, was wir hier machen, aber es ist doch lustig, oder? Macht doch mal Spaß. Macht Spaß. Wir haben die Frage so, ist es euch überhaupt wichtig, dass ein Hotel, wenn ihr reinkommt, ihr seid vielleicht auch schon das zweite, dritte Mal, dass ihr genau sowas wissen oder nicht? Vielleicht geht es euch auch am allerwertesten vorbei und ihr sagt, naja gut, es gibt schon wichtigere Sachen als jetzt vielleicht die Cola oder ist mir das Upgrade wichtiger auf ein großes Zimmer oder irgendetwas. Ist das nicht eine Frage bei einer Hotelgruppe? Ich glaube, das ist doch sogar bei den Freunden von Marriott. Ist das nicht eine Frage, was dir wichtiger ist, die Größe des Zimmers oder die Entfernung vom Aufzug oder die Kategorie oder sowas? Ja, ich glaube, man kann es bei beiden sogar angeben. Man kann es einmal im Profil und zumindest Hilton zieht das recht gut durch. Weil ich meinte, sie haben glaube ich auch, wie weit möchtest du entfernt sein vom Aufzug, weil nicht das Nervige, wenn das so ein Dauerbetrieb ist natürlich. Ich schnarche einfach zurück. Okay, gut. 5:45 Uhr, es wird zurückgeschnarcht. Wir schnarchen einfach zurück. Na gut, okay, das kann man auch machen. Ja, gut, aber, nein, ich glaube, du weißt, was ich meine. Ansonsten ist es schon schön, ein paar Präferenzen angeben zu können. Und je nachdem, wenn man häufiger da ist und irgendwie andauernd findet, ihr habt zu wenig Kissen, wird man auch manchmal überrascht und dann heißt es, wow. 4 Kissen sind hier nicht genug? Hier schon, auf jeden Fall. Ich rede aber auch von anderen Hotels, die dann irgendwie so ganz platte Dinge einfach nur da hinlegen, wo ich dann sagen muss, da muss ich eine halbe Kissenfestung, Burg mir bauen. Das ist eher nervig. Aber aufpassen, wenn du in einem Hotel nach einem zweiten Kissen fragst, kann das auch eine andere Bedeutung haben. Ist dir die bekannt? Ein Schelm, wer Böses denkt. Ja, zweites Kissen heißt, ich brauche Begleitung auf dem Zimmer gegen die Zahlung. Mit Happy Landing Ending. Super, da habe ich natürlich gerade... Viele Karten sein. Verdammt nochmal, da habe ich gerade ein falsches Beispiel gesagt. Ich merke das. Ist mir nie passiert, muss ich der Ehrlichkeit halber sagen. Gott sei Dank. Außer ich hatte mein Hotelzimmer, war zu Star Wars Zeiten, das Le Méridien Las Vegas. Ich bin ins Le Méridien Las Vegas gegangen, 50 Jahre? Nee, 50 Jahre. 50 Jahre Las Vegas, glaube ich, und $500 hat mich die Nacht gekostet oder sowas. Ja, grausam. Und ich komme aufs Zimmer, nachdem ich schon auf das Zimmer Stunden gewartet habe. Ich bin um 14 Uhr aufgeschlagen im Hotel, ich habe mein Zimmer gegen 19 Uhr bekommen. Was ja als Starwood Platinum Lifetime Bullshit Master Todesstrafe ist fürs Hotel. Ne? Komme aufs Zimmer,
macht die Zimmertür auf, liegen da behaarte Beine. Und ich dann nur so, Housekeeping, sorry, und mach die Tür wieder zu. Ja gut, dann alles klar. So. Verdammt, jetzt krieg ich das Bild nicht mehr weg. Mann. Ja, aber das, was mir jetzt mit Kopfkissen einfällt. Aber zurück zur Sache, damit wir nicht immer wieder abdriften. Also diese Personalisierung finde ich aber schon wichtig, um die Frage zu beantworten. Ich schätze es vor allem. Ist aber auch wie beim Fliegen. Jetzt ein ganz anderes Thema natürlich. Auch da, wenn du die Crews hast, die kurze Nachricht machen, wollte ich nur begrüßen, kostet es nichts, aber es bringt einfach so eine gewisse Wertschätzung einem entgegen. Und das dann auch im Hotel machen. Also wenn du einfach eine nette Karte hast, finde ich das immer eine schöne Geste. Es muss nicht Riesengeschenke oder einige übertreiben es vielleicht auch damit. Die fahren da sehr viel auf und eine Kleinigkeit wäre eigentlich genauso gut. Da muss ich jetzt aber ehrlicherweise 2 Dinge sagen. Und zwar auf der einen Seite in meiner langen Laufbahn hat sich meine Meinung dazu geändert. Okay. Also am Anfang war es so, gerade beim Flug, fand ich geil, wenn der Maître de Cabine kam bei der Swiss. Irgendwie stand bei mir bei der Swiss, die Swiss hat ja ein Profil im Gegensatz zur Lufthansa. Lufthansa darf es ja nicht, wegen Datenschutz. Swiss macht es. Jo. Ja. Ich schätze es. Ja, so. Und da stand dann zum Beispiel drin, liest der NZZ, gibt es leider ja auch keine Zeitung mehr an Bord, trink Cola und sonst was. Zack. So. Fand ich mal lustig. Und dann haben sie mir teilweise eine Kotztüte voll mit Schokolade gegeben. Weil da drin stand Lars mag Lindt-Schokolade. Ach. So, dann haben sich, als es die Lindt nicht mehr gab und es gab diese andere, Von frei, ja. genau, haben sich entschuldigt, dass es nicht mehr die Lindt ist. Das ist überflüssig, aber. Oder die haben auch direkt einfach das sind so diese Pappboxen, ich glaube, da sind 50 Stück drin. Ja, ich glaube sogar noch mehr, ja. Oder ich weiß nicht mehr, also auf jeden Fall die Klinikpackung für den Hausverstand und haben die dann in die Kotztüte rein, damit sie nicht unterwegs vom Fleisch fallen. So haben sie es nicht gesagt, aber so habe ich es empfunden. Fand es aber trotzdem liebenswert, weil ich weiß ja, dass ich nicht vom Fleisch falle bis zur Lounge, aber also weiß nicht. Ja, ist noch ein bisschen. Das sind übrigens Ringe wie beim Baum, du kannst daran das Alter abziehen. Die Altersringe, ja. Und ich benutze das als Floating-Beweis. Also das fand ich immer toll, aber ab einem gewissen Punkt fand ich das dann irgendwie auch nervig, wenn dann der Maître de Cabine bei der Swiss sich neben dich bekniet hat teilweise. Das fand ich nicht so hübsch, weil das ist für mich so unterwürfig. Das ist auch, was ich bei asiatischen Fluggesellschaften nicht mag. Also zumindest nicht im normalen Verkehr. Wenn das zu Hause hinter verschlossener Tür passiert, ist das was anderes. Da erwarte ich das. Wir driften nicht ab. Sollen wir über das Format ein bisschen nachdenken. Ja. Nee, wieso? Wir machen ja bei Tageslicht, deshalb ist das alles Stimmt. okay. Du bist auch von deiner Fantasie. Ich. Moi. Naturellement. Auf jeden Fall, dann fand ich das irgendwie nervig, dass die meinen Namen genannt haben. Warum geht das die Leute drumherum an, welchen Namen ich habe? Und dann auch immer die Blicke der Leute. Wer ist das? Was passiert da? Also das ist so diese Geschichte, die mich dann genervt hat. Und deshalb bin ich dann teilweise auch schon gar nicht mehr mit der Limousine. Ich hatte auch eine Zeit lang, habe ich gesagt, nicht mehr mit der Limousine abholen. Ist mir auf den Sack gegangen. Du, je nachdem. Ich glaube, aber es ist auch schön, dass nicht jeder gleich ist. Aber auch das könnte man eben vermerken. Ja, das funktioniert auch relativ gut, weil die sind dankbar, wenn du nicht mit der Limousine abgeholt werden musst, weil ein Idiot weniger abzuholen. Und nein, also es ging mir jetzt, Beispiel, ich war mit einem Geschäftskollegen unterwegs. So, und ich weiß halt, dass er von seinem Ego her sehr groß ist. Und wie willst du dem erklären, dass Lufthansa dir quasi eine Limousine stellt und alles und er ist halt nur Senator? Da willst du halt nicht, wenn du mit ihm eine Geschäftsbeziehung hast, ihn noch da irgendwie bloßstellen und solche Sachen. Ne? Und deshalb ist das halt so eine Geschichte. Aber auch hier könnt ihr halt einfach sagen, ob euch so etwas wichtig ist, mit Namen angesprochen zu werden, weil interessanterweise sagen ja viele Senatoren und Hohenzollern, oh, ich bin nicht mit Namen angesprochen worden. Interessiert mich ehrlicherweise gar nicht. Ich finde es sehr nett. Ich finde es eine sehr, sehr schöne Geste, ein bisschen Aufmerksamkeit, aber eben auch nicht übertrieben. Ne? Also hat das irgendwie gekünstelt, aufgesetzt. Das ist dann auch, also geht auch am Ziel vorbei. Aber ich sag's auch mal so, ich glaube, von 10 Flügen
habe ich vielleicht wo es mal funktioniert, wo es mal passiert. Und darüber freue ich mich dann auf jeden Fall. Irgendwo heißt es, glaube ich, im Handbuch, irgendwo hat es mal geschrieben, Austrian auf jeden Fall. Und ja, die sind dann sicherlich besser. Lufthansa, naja, nicht so. Aber ich finde es auch, es ist kein Beinbruch, ja? Also nicht falsch verstehen, es ist dann schon immer gerne auf hohem Niveau. Luxusproblem. Total. Aber dann lass uns das zum Abschluss der heutigen Sendung einfach nochmal besprechen. Weil das ist ein Thema, was den Leuten ja unter den Fingern brennt und da du ja genauso wie ich bei Lufthansa öfters geflogen bist, die schwarze Karte öfters hatte, welche von den Lufthansa Group Fluggesellschaften ist die beste in deinen Augen? Bewerte sie einfach mal aus deiner Erfahrung heraus und sag uns deine Meinung. Nachdem ihr könnt jetzt unten überall schreiben, ich weiß gar nicht, in welche Kamera, ich gucke mal in die Kamera. Schreibt unten, welche Fluggesellschaft der Lufthansa Group ist in eurer Meinung die beste? Also Austrian Airlines, Swiss, Lufthansa, wir nennen auch Brussels, wir nennen auch Eurowings, wir nennen auch Discover und wir nennen auch vielleicht Air Dolomiti. Ja, vielleicht, ja. Ja, ich weiß nicht, der eine oder andere mag das, weil die haben ja Kaffee, glaube ich, an Bord, der gar nicht so schlecht sein soll. Ja, das wäre dann auch alles. Ja. Ach so. Also fangen wir unten an. Okay. Die hast du gerade schon genannt. Ich glaube, die ersten beiden Plätze sind unglaublich schwer. Manchmal bin ich einfach voll Austrian-Fan, weil selbst auf der Kurzstrecke schaffen sie es, dir immer noch das Wort Meal zu geben, während andere das einfach nicht schaffen. Deswegen ist Austrian irgendwo noch ein Stückchen weiter oben. Sie ärgern mich dann mehr so mit so Mini-Details, weil sie manchmal überhaupt nicht flexibel sind. Deswegen 1 und 1 geht irgendwo an die Austrian und an die Swiss. Einfach eben auch als Schweizer mag ich die dann schon auch ganz, ganz doll, weil hier und da, sie machen einfach nochmal mehr möglich. Wenn man eine Frage hat, fühle ich mich da einfach wahnsinnig gut aufgehoben. Dicht gefolgt von der Lufthansa. Wobei das auch wieder schade ist, weil da ist es so crewabhängig und da können sie auch nichts dafür, wenn man mal einen langen Tag hatte oder die Crew schon einen langen Tag hatte, dass nicht alles so funkt. Aber sie geben sich meiner Meinung nach extrem viel Mühe, auch wenn ich da vielleicht für ein bisschen gehasst werde, aber sie tun das schon. Ja, sie tun das schon. In Brüssel kommt, glaube ich, immer noch ein bisschen drauf an, wo du gerade sitzt. Das geht von Gefühl einer Ryanair, weil es einfach super Low-Cost ist, über, du bist 2 Reihen weiter vorne, ach nee, wir können doch Service, wir können das und wir haben auch Spaß dran. Also das können wir schon. Discover, bin ich wahrscheinlich zu wenig damit geflogen, mir ein richtig tolles Bild damit zu machen. Bin aber so ein bisschen dran vorbei geschippert, aus unterschiedlichen Gründen. Höre aber immer mehr Gutes eigentlich darüber, wo ich dann sagen muss, ja, schade, sind sie früher mal so ein bisschen verschmäht worden und nicht so gemocht worden. Den habe ich vergessen, hat der Dolomiti Anrat. Die hat sich auf den letzten Platz gesetzt. Du hast ja gesagt, das Einzige, was bei denen gut ist, ist der Kaffee. Gut, ich bin da mit dir wie heißt das? Gemeinsam. Stimme dir zu? Stimmt, das war das Wort, was ich suchte. Muss man sich von einem Schweizer noch erklären, dass wenn man Deutsch spricht. Hey, ich gebe mir Mühe. Aber, du wirst hier voll durchbeleidigt. Ist übrigens kostenfrei. Das ist schön, aber nicht umsonst. Die Farbe in der Kabine ist fast so schlimm wie Ryanair. Das Gelb bei Ryanair ist, also das Türkis ist der Türkenkies, was da ist schwierig. Also du kriegst Augenschmerzen. Und was schwierig ist teilweise das Englisch der Crew. Ja, das ist abenteuerlich vielleicht. Das ist va bene, si, pronto. Also man muss halt ein paar italienische Wörter kennen. Aber sobald du sie kennst, auch da wieder das dann wieder nett. Si. Aber sie haben auch das kleinste Essen, was man sich so vorstellen kann. Haben wir auch ein kleines Flugzeug. Was man dir dann so anbietet, dann siehst du, glaube ich, 3 Stückchen Melone, klein geschnitten, also sie ganz dünn und noch ein bisschen anderes Frucht. Dann hieß es, ja, das ist das Essen. Ach, das ist nicht die Vorspeise. Da wünsche ich mir, ich könnte mehr Italienisch wahrscheinlich. Das ist wie bei der Bundeswehr. Als ich eingerufen worden bin, dann glaube ich, war es am 2. oder 3. Tag, sind wir zum
zum Zahlmeister gegangen und der gab mir, glaube ich, 300 Mark oder 200 Mark, 286 Mark, keine Ahnung, auf jeden Fall so eine merkwürdige Summe. Und dann sage ich so zu ihm, muss ich jetzt jede Woche wiederkommen? Oder wie? Er so, nee, das ist für diesen Monat. Ich gucke ihn so an und sage, für diesen Monat? Ja, ab nächsten Monat haben wir deine Bankverbindung, dann überweisen wir das. Und ich so, verstehe. Das wurde ein enger Monat, auf jeden Fall. Naja gut, ich hatte ja noch von zu Hause aus, Gott sei Dank, Taschengeld. Aber 5 Euro am Sonntag, wenn ich in die Messe gegangen bin von meiner Oma. Mark waren es, 5 Mark, schön, also 2,50 Euro für andere, die keinen Mark kennen mehr. Und wie viel ist das in Schweizer Franken? Weniger. Das kennt ihr ja auch alle nicht, wenn ihr so Gnade der späten Geburt und so, ne? Also wer von euch noch geboren wurde, wo es im ZDF hieß, ja, ihr bekommt 100.000 D-Mark, 700 Schillinge oder 700.000 Schillinge oder wie viel war es denn schon, wo alle Währungen durchgerubbelt worden sind. Aber bevor wir hier wirklich wieder in Retro, also das müssen wir das Retro nennen und müssen einen neuen Kanal machen, hast du dir Gedanken gemacht, wie wir das fortführen? Willst du da einfach jetzt sagen, das machen wir jetzt wöchentlich, täglich, monatlich, jährlich, alle 10 Jahre, 4-mal? Oder sollen wir einfach die Leute fragen, was sie für Themen haben wollen? Vielleicht werden wir auch komplett auseinandergerissen und sagen, Mensch, macht sowas nicht nochmal. Aber vielleicht ist es auch genau das Richtige. Also sagt mal, wie oft ihr das vielleicht hören möchtet. Müsst. Also wir sagen einfach wieder, warum sollen wir da, also sind wir demokratisch? Ich bin Diktator. Ja, Schweiz. Wir stimmen doch da gerne mal ab. Mit den Füßen. Und geben euch da die Möglichkeit. Versprechen euch aber auch, dass wir uns ein bisschen noch besser darauf vorbereiten und nochmal ein kleines Jahr drauf machen, noch ein paar Stichpunkte und so. Das machen wir nächstes Mal. Da funktioniere ich nicht. Okay, ich mache mir Stichpunkte. Also der eine Lars macht die Stichpunkte, der andere Lars aus dem La La Land. Ich würde sagen, schauen wir mal, wie das Ganze funktioniert. Aber ja, ich denke, das ist so eine gute Möglichkeit. Ja, kriegen wir eigentlich noch die Fragen des Tages alle zusammen? Das erste ist, wie sollen wir die Sendung nennen? Ja. Dann war dein Erguss. Mein Erguss. Ja, du hattest doch nur eine geile Frage mit, ist das euch wichtig mit dem Status oder ist jetzt eurem Arsch vorbei oder wie war das? Was mit dem Lifetime-Status? Loyalität. Merkt euch doch einfach die Fragen des Tages selber. Wir schreiben, wir sagen sie einfach gar nicht. Ansprache war auch noch was, genau. Ja. Ansprache, genau. Ist euch die Ansprache wichtig? So Sachen, die nichts kosten, die aber einen großen Effekt haben können. Beim einen oder vielleicht auch nicht beim anderen. Und deshalb seid ihr jetzt dran, bei Sachen, die nichts kosten, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, einen Like dazulassen, zu kommentieren. Das sind alle Sachen, die euch nichts kosten, aber uns unheimlich viel bedeuten. Und die uns wirklich zeigen, wie viel Liebe von euch da ist. Wir haben aber immer noch nicht gesagt, ob wir es wöchentlich machen können. Bist du nächstes Wochenende wieder in Tallinn? Nein, da bin ich woanders. Vielleicht schaffen wir es mal alle 2 Wochen ab. Wir kriegen da schon eine Sache hin. Wenn du in Zürich bist, dass wir uns da auf jeden Fall irgendwo... Ich fliege einfach nach Zürich. Wenn du sagst, wir machen Zürich, dann komme ich dazu. Natürlich. Aber ich übernachte nur in Zürich am Hyatt. Am Flughafen. Zürich ist so teuer. Weißt du, was allein die Taxifahrt dahin kostet nach Zürich unterm Schwanz? Das ist... Ich weiß. Du lächelst den Taxifahrer nur an und er sagt 8,50. Ja, und dabei ist er noch nicht mal losgefahren. Die Tür ist noch nicht mal offen. Oh, ein Taxi. Ja, da hast du recht. Das schaffen wir schon. Sollen wir einen Stammtisch in Zürich machen? Könnte man. Ja. Schon sehr lange her, würde ich sagen. Ich habe lange keinen mehr gemacht in Zürich. Da machen wir uns auf jeden Fall noch Gedanken. Und nur macht ihr euch mal Gedanken. Einfach von ja, aber wir müssen. Also erst wird das alles demokratisieren. Jetzt war also typisch Schweizer, weißt du, viel Gelaber. Also, egal wie, ich würde es einfach jetzt politisch korrekt formulieren. Wir nehmen eure Vorschläge und denken darüber nach, inwieweit wir sie umsetzen. Und dazu gibt es ja auch ein Sprichwort. Setzen Sie es um oder nicht, das ist wie mit dem Hahn, der auf dem Mist ist. Wie war das nochmal? Kräht der Hahn auf dem Mist? Bleibt das Wetter, wie es ist, oder ändert sich nicht oder so? Mit so einem Schüttelreim verabschieden wir uns. Ja, aber... Definitiv. Wollen wir auch einen Abspann machen? Wollen wir den Abspann machen? Wie wir das mal machen? Ja. Dann müssen wir auch die Hände so machen. Andere Richtung. Rechts ist richtig. Also von euch aus links. So, jetzt aber tschüss und kommentieren. Kanalmitgliedschaft, wenn er uns weiter was
und so. Ne? Also ich muss mal hier jetzt. Ich mach mal. Ziemlich. Das Setup ist echt gut. Das Setup da hinten, das fetzt. Das war so ein bisschen zu viel Bullshit, was wir geredet haben. Nee, das aber richtig vielleicht geil. ist das auch eine geile Das ist genau das Geile. Sonntags-Zeitvertreibsendung, wo man mal kurz ein bisschen mitlacht und man auch einfach merkt, es ist nicht alles in Stein gemeißelt.